Es gibt ein neues Fachgeschäft für Elektromobilität, hauptsächlich Roller, aber auch Vierräder, wie man das Ganze hier sieht, von Luxon im Saarland. Das Ganze ist in Wattgassen. Machen tut's wer? Mein Sohn Fabio. Fabio Ferraro. Richtig. Dein Name ist? Fabio, mein Name ist Giovanni Ferraro. Giovanni und Fabio Ferraro. Das klingt ja fast wie gemalt, aber es ist wirklich so. Du machst das Ganze seit über 20 Jahren. Jetzt bist du ja hier in Wattgassen, habt Samstag aufgemacht. Habt ihr schon Roller verkauft? Ja, am ersten Tag haben wir schon Roller verkauft. Nachfrage war da, vor allen Dingen Camper mit diesem Kick- und E-Scooter, weil wir haben das komplette Programm. Das heißt, von den kleinen Kick-Scooter bis 125 Kubikmaschinen und Seniorenmobile, die jetzt ganz neu auf den Markt kommen mit. So, und das sind so die typischen 125er, 50er, je nachdem, was man hat, die man sieht. Da muss ich ja auch balancieren können und fahren können, das muss ich hier nicht. Also hier kann ich mit 4 Rädern auf dem Boden stehen, E4800 von Luxon, schöne Farbe. Also die gängigste Farbe, das heißt Metallic Rot. Das heißt, wenn man auch draußen ist, die Sonne drauf scheint, die Farbe spielt mit der Sonne, also richtig ganz, ganz extrem schön. Ein Effektlack fast. Absolut, ja, das ist sehr, sehr beliebt, muss ich sagen. So, das hier ist jetzt für Leute, die schon ein bisschen gehbehindert sind oder sagen, hey, ich brauche zum Einkaufen eigentlich kein Auto, sondern das Ding ist irgendwie 400, 500 Meter weg, habe einen großen Kofferraum mit drin. Aber es sind meistens die, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Oder? Also wir haben Kunden, wie gesagt, wo Schlaganfälle hatten oder mit den Beinen nicht so gut oder Lungenoperation. Also es gibt, Spektrum ist enorm. Sehr viele natürlich so ab 70 Jahre auf, so sagen, du, ich möchte mal spazieren gehen und wenn ich beim Wald ankomme, bin ich schon müde. Also ich fahre zum Wald und dann gehe ich meinen Spaziergang. Also es gibt alles Mögliche. Ist das anerkannt mittlerweile in Deutschland oder werde ich da noch von den Leuten gehänselt, wenn ich sowas fahre? Absolut. Ich habe auch Leute, der Jüngste war 48 Jahre. Weißt du warum? Er hat gesagt, ich arbeite am Campingplatz, ich bin dann Gärtner und wenn ich dann eine trinken, dann fahre ich mit dem Roller immer rum. Also hole ich mal ein Vierrad, dann kippe ich nicht um, wenn ich einfahre. Das war sein Argument. Brauche ich einen Helm? Ja, nee, bei denen nicht. Also das ist ein 20 km/h abgeregelt. Das heißt, Vorteil. Erstens, ich brauche keinen Führerschein. Zweitens, ich brauche keinen Helm und keinen Gurt. Gar keinen Führerschein? Nein, auch schon nicht. Also Führerschein frei, 20 km/h, ist speziell, ich sag mal, wie die ganz normalen Roller. Es gibt aber, glaube ich, ein Mindestalter, 13 Jahre gilt dann auch wahrscheinlich. Ja, eben. Ja, aber fährt keiner damit natürlich. Ne? Aber 13 Jahre sind wie die Kickscooter, sind abgeregelt bei uns bei 20 km/h. Wir bekommen auch demnächst noch einen 25 km/h. Da ist aber ein Gurt dabei, da braucht man auch keinen Helm. So, hier kriege ich jetzt kein großes Kennzeichen, keine THG-Prämie, das ist so. Aber ich habe ein kleines Kennzeichen drauf, oder? Genau, ein kleines Kennzeichen, wo jährlich dann praktisch gewechselt wird und wir haben dann... Ich zeige das mal gerade, die kleinen Kennzeichen. Wenn du mir gerade mal so eins holst, die liegen, glaube ich, da hinten hinterm Tresen. Dass wir die mal sehen, das sind diese ganz normalen Versicherungskennzeichen. Kann ich den Vollkasko versichern? Nein, nur Teilkasko, also mit Diebstahl und das Gute dabei, es ist die Hälfte von einem normalen Roller, also Seniorentarif. Das heißt, im Jahr haben wir 68 € mit Diebstahl drin. Also 68 Jahre mit Diebstahl, das sind schon die neuen 2023er. Die gibt es überall, nicht nur bei dir, oder? Nee, Kreissparkassen, Volksbanken und Versicherungen überall. Ist kein Problem. Okay, verstanden. So, das ist das Ding. Preis, was kostet er? Der kostet genau 2.599 plus die Logistikkosten, die wir haben. Also ist ein Fahrzeug... Preis jetzt Endpreis mit den Kosten? Mit den Kosten wären wir dann bei 2.799. Also 2.799 fix und fertig, aufgebaut. Wenn jetzt einer nicht mehr so gut laufen kann, der muss jetzt nicht, wenn er aus Homburg kommt oder aus aus St. Wendel, der muss den ja nicht dahin fahren, sondern... Nein, also wir haben hier einen separaten Dienstleistung, das heißt, wenn jemand das Ding bei uns kauft, ist am Laden, wird bedient gemacht, und dann fahren wir den bis 50 Kilometer kostenfrei raus. 50 Kilometer Lieferung ist inklusive. Wenn man leicht drüber ist, bitte reden. Da sind einige Bedienelemente. Kann man das bedienen? Ja, es ist sehr einfach. Es ist alles wie beim Roller eigentlich gedacht, wie beim Verbrenner unter anderem auch. Die Tasten sind sogar noch wie beim Verbrenner. Das Einzige, was hier dazu kommt, ist man hier eine Stufenschaltung. Hier haben wir den ersten Gang, den zweiten und den dritten Gang. Das ist Drehmoment, glaube ich. Richtig, genau. Man kann ja auch mal in der Fußgängerzone zum Beispiel mal langsam fahren wollen, obwohl man Vollgas geben, ja, damit das Ding nicht dann abgeht. Und dann kann man von 8, 14 bis 20 km/h hier umschalten. Ja. Kann ich auch rückwärts fahren? Bei dem ist da ist auch ein Dauerton drin. Sobald ich dann, ist immer nur ein und derselbe Gang, das heißt eine Geschwindigkeit. Weil bei 4 Rädern muss ich ja auch rangieren können. Weil die kann ich ja schlecht umheben. Warum? Der hat noch Bleiakku-Gel-Batterien drin. 5 Stück.
Schwerpunkt ist tief? Sehr tief, das ist das Gute, kippt auch nicht so einfach. Haben wir schon mal probiert im Video. Ein Parkplatz bin ich ja schon mal. Das ist die Alarmanlage von der Horving. Ich bin gerade gegen einen Roller gestoßen und der gibt gerade Alarm. Also bei dem ist es so, das hat ja einen sehr gut ablesbaren LCD-Display. Dann haben wir hier einen Flaschenhalter, was sehr, sehr sinnvoll ist, ein Ablagefach und unten drunter hat man noch einen USB-Stick-Anschluss für ein Handy zu laden und halt dann dementsprechend, was ich schon mal gemacht habe, ich einen Popo-Wärmer mal angeklemmt, das geht auch. Also durch die USB kann man dann einen Wärmer da anklemmen, Sitzheizung. Bei dem ist es so, dass ich hier Blinker habe. Ich zeige das mal von vorne. Also Blinker hast du. Darf ich auf dem Gehweg fahren damit? Eigentlich nicht. Wenn man die reduzieren würde auf 6 km/h, 6 km/h. dann wir auf dem Bürgersteig fahren oder auch in den Passagen oder eine Galerie einkaufen gehen damit. Was über 6 km/h ist es nicht erlaubt. Gut. Die gehören auf die Straße. Ich darf auch nicht am Fahrradweg fahren, ne? Offiziell nicht. Das ist ein Fahrzeug, wo es auf die Straße gehört, aber ich muss dabei sein, ländlicher Bereich. Ich verkaufe schon 7 Jahre schon. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand eine Strafzettel bekommen hat, wenn man vernünftig auf der Straße oder auf dem Bürgersteig fährt und die Leute nicht mal bittet, mal Platz zu machen. Ich habe noch nie. Wenn ich hier mit 20 km/h die Kinder wegschieße, Ja, dann, aber ihr dürft es nicht. So. Also in Köln, Freiburg und so werde ich es nicht machen, weil Ordnungsamt ist schon unterwegs. Das geht gar nicht. Hub mal. Okay, eine laute Hupe dabei. Zweimal. Auf beiden Seiten. Ja, auf beide Seiten. Und das, was noch dazu kommt, siehst du hier dieses Zeichen, wenn ich einmal links und einmal rechts mache, dann habe ich meine Warnblinkanlage. Sollte was sein, dass die Leute wissen, da ist irgendwas nicht in Ordnung und so weiter. Ich zeige das mal gerade. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Kinderspielzeug in groß. Aber optisch, die sind nicht mehr so hässlich. Also die sind sehr schick geworden. Also super, also ja, diese Hemmschwelle ist auch geblieben. Ich muss dabei sein, wenn wir Roller verkaufen, ja, ist ein nüchternes Gespräch, ein nüchterner Verkaufsband verkauft man sowas, das sind Emotionen, da wird gelächelt, gegrinst, weil man gibt den Leuten einfach wieder eine Art Mobilität und Freiheit. Weil die älteren Leute, die haben uns großgezogen und wenn die dann bei mir fahren müssen, alte Lidl, das ist für die schlimm. Und sobald die sowas kriegen, ist ein Grinsen im Gesicht ist enorm. Also das freut mich unwahrscheinlich. Man gibt denen wieder ein bisschen Freiheit. Was ich ja noch zeigen wollte hier, da ist Bleiakku-Gel, ist im Fech verbaut, bleibt natürlich unser Kofferraum leer. Den kann man nutzen, finde ich sehr, sehr gut. Und bei Lithium-Ionen-Batterien ist normal hier drin der Akku. Reichweite von den Bleigel? Reichweite bis zu 50 Kilometer. Also realistisch 30? Ja, realistisch 30 auf jeden Fall. Aber das ist ein Fahrzeug, wo die meisten um so 5 bis 7 Kilometer bewegen. Nur um Dorf. Dann haben wir hier noch ab Werk schon auch mit drin, im gleichen Schlüssel. Unser Kofferraum, übrigens das. Also es ist nicht dafür jetzt gedacht, um jetzt hier nach Trier und zurückzufahren? Nee, das sind keine Fahrzeuge, wo man Touren macht. Definitiv nicht. Dann haben wir ein Ladegerät hier, sehr, sehr handlich auch und leicht vor allen Dingen. Ja. Also Nahverkehr. Ich muss das ja zum Laden, muss ich das ja an dem Ort laden, wo ich es habe. Die Batterien kann ich ja nicht rausnehmen. Und ich brauche zumindest mal eine Steckdose an dem Ort, das heißt im Hausgang oder so. Richtig, also irgendwo eine Steckdose haben und da unten drunter ist die Ladebuchse. Da wird sie dann denn? Zeig mal. hier vorne und am Sitz kommt man sehr gut dran. Da kann man sehr gut laden. Ich habe diesbezüglich ehrlich gesagt noch nie Probleme gehabt, dass die Leute nie laden konnten oder machen. Selten kommt das noch in Städten vor, wo so eine Fertiggarage ist und da ist kein Stecker. Aber die Leute sind so erfinderisch geworden, die kaufen sich beim Konrad Elektronik eine Solaranlage, die genau die Wattleistung hast und schon hat man schon ein Ladegerät. Also es ist alles möglich, definitiv. Verstanden. So, da hinten kommt das Schild drauf. Da kommt das Schild drauf. Was noch dazu kommt, Sven, ist, was ich eben kurz erwähnt habe. Wir haben einen Lieferanten dazu getan. Und zwar kommt die gleiche Maschine mit Lithium-Ionen und hat eine Vollüberdeckung mit Windschutzscheibe. Das heißt, man kann im Regen fahren, man wird nicht nass. Das wird nächste Woche wird das Ding geliefert. Ganz coole Geschichte. Das heißt, der wird noch ein bisschen leichter, oder? Ein bisschen leichter auf jeden Fall, durch der Akku, was drin ist. Also der wird dann mindestens die Hälfte der Akkus hier wiegen fast, muss schon da über 25 Kilo wiegen die schon. Ne? So, und dann hat man hier eine Überdeckung, die wird hier festgemacht, die geht richtig bis hierhin. Kennst du noch diesen BMW C1? Ja, kenne ich. Das ist eine Überdeckung und das geht richtig runter. Ich habe nur links und rechts, wo ich reingehen kann, total dann winddicht und auch Regen. Hast du ein Foto von dem? Nee, Moment noch nicht, die Prospekte, sondern sie sind erst vor kurzem reingekommen.
weil wir haben immer Nachfragen, gibt es die Scheiben klar? Also Regenschutz mit drin. Ich kann im strömenden Regen fahren, werde nicht nass. Richtig große. Wir können hier natürlich auch eins machen, wir können Windschutzscheiben montieren, haben wir auch öfters gemacht, wenn noch ein bisschen Nieselregen ist oder Wind ist. Das geht auch bei diesen Geräten. Aber ich habe immer einen Lieferanten gesucht, der komplett zu ist. Und wann waren sie richtig schweineteuer? Und der kommt, sage und schreibe, gerade mal 3.000 Euro. Das heißt mal 450 Euro teurer als der mit einem richtig Rohrrahmensystem und einer ordentliche feste Scheibe vorne. Ja? Schon gut. Aber ist ja auch so, der eine will das, der andere will das. Also du bietest beides an, was da ist. Also 4.800. Das Ganze gibt es in Rot und in Silber hast du es jetzt hier. Was ist der Unterschied von dem Schwarzen eigentlich, dem Silbernen und dem Roten? Das ist identisch. Das ist baugleich. Okay. Der eine will Silber, der andere ist schwarz. Der Unterschied ist eigentlich hier zu dem Dreirad. Was ich hier erwähnen muss, die Vierräder haben richtig eine Achse wie ein Auto, also Spurstangen, was sehr gut ist bei diesem Fahrzeug. Ich habe sehr viele Kunden, die haben einen Schlaganfall, die haben keine Kraft bei den Händen. So, und der hat hier Bremsscheibe vorne, auf jeder Seite einer. Das heißt, wenn ich hier hingehe mit 2 Fingern und ich fahre bergunter, dann Hydraulisch? steht der auch. Der steht dann. Ist es Seilzug oder hydraulisch? Die Hydraulik. Hydraulik. Also eine hydraulische Bremse. Ist hinten Anzahl der angetriebenen Räder, sind das 2 oder 1 eigentlich Der hin? Mittelmotor sind 2 Stück, ist ein wie der Kardanwelle. Und der Motor ist in der Mitte und dann ist Ein Differential Getriebe, auch drin? Ja, ist ein Getriebe drin, Differential drin und da muss man auch noch Öl wechseln, obwohl Elektrofahrzeug ist. Ja, ein Öl. Ja. Finde ich gut, auch Mitte gesteuert. Und durch die Aufhängung vorne hatte sehr, sehr stabil und auf beide Seiten, wie gesagt, Die ersten Ford T-Modelle hatten kein Differential, weißt du das? wusste ich jetzt Die hatten hinten nur ein angetriebenes Rad. das hat richtig geklackert. Nee, das war dann immer, hat er durchgedreht. Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch bescheuert. Ne? Ja, war aber so am Anfang. Ja. Da gab es kein Differential und ja. Bei dem so. Und wir haben sehr oft gehabt, die Leute haben sich was im Netz bestellt und sagen, du, ich wohne am Berg, ich bremse und das Ding fährt weiter. Und deswegen haben wir unsere Fahrzeuge vorne auf jeden Fall mit Scheibenbremsen ausgelegt. Ja, ordentlich im Bremsanlage. Absolut, das ist wichtig, ganz wichtig, weil die Kraft fehlt manchmal in den Händen oder wenn sie mal kalt sind, die Hände, ist sehr wichtig. So, hier das gleiche als Dreirad. Genau. Der Unterschied, ist es etwas wendiger? Oder? Und im Prinzip ist einfach gut, der hier reagiert richtig wie ein Roller. Ich zeige dir mal hier zum Beispiel, das ist der Lenkeinschlag, das war's. Und bei dem hier ist Warte mal kurz, gerade mal lenken bitte. Ja, So, das ist der Lenkeinschlag. das ist Maximum, okay. So, bei dem hier ist ja vorne wie ein Roller. Das Fahrverhalten ist vorne und Bewegung wie ein Roller, weil die Schnauze ist praktisch wie der Lux von 3000er, wie der richtige Roller, so ist praktisch der vordere Bereich aufgebaut. Kippt aber leichter, muss man sagen. Leichter, aber bei 20 km/h, wenn man weiß, wie man fahren sollte, passiert da eigentlich nichts. Also mir ist jetzt nur eine Sache bekannt geworden, dass Leute zum Bordstein fahren, Gas geben und hochziehen wollen, wie man es mit den Fahrrädern macht. Und dann kommt der Käfereffekt, ja, weil der Motor ist hinten und die Kraft ist da. Das sollte man ein bisschen drauf achten. Üben. Genau, bei jeder ist eine Übungssache. Die hier haben schon LED-Tageslicht und LED-Beleuchtung schon dran und analogen Tacho, hat aber auch schon einen Koffer drauf. Früher hatten die immer nur einen Korb. Das war nicht so gut, wenn es geregnet hat. Also haben die jetzt auch einen Koffer verpasst bekommen. Und der hintere Bereich ist genau wie der 4800 aufgebaut. Ist etwas günstiger da. Der ist dann, liegt bei 2.299 Euro. Also 2299. Genau. Da gilt jetzt auch, da sind diese Bleiakkus drin, gell? In dem. Bleiakkus drin. Ich muss dabei sagen, was ich eben mit erwähnt habe, wenn die nach 4, 5 Jahren kaputt gehen oder halt verschlissen sind, bauen wir die ein. Sage und schreibe für 550 Euro mit den Akkus. Und Komplett. Komplett mit unserer Arbeit. Meistens ist aber nicht komplett, die Zellen sind nicht komplett kaputt, sondern man kann im Prinzip einzelne Zellen tauschen. Ne? Kann man machen, aber nach 4 Jahren würde ich nicht empfehlen, dass man sagt, nur 1, 2 Stück, da werde ich komplett machen. Aber wenn man bedenkt, 550 Euro mitten in Einbau, ist das gegenüber des Lithium-Ionen eigentlich geschenkt. Und die Reichweite hier bei dem? Auch bis zu 50 Kilometer, also wir haben keine Probleme, nur wie gesagt, es ist kein Fahrzeug, wo ich dann mehr oder weniger Touren fahre. Also wer jetzt noch zum Arzt fahren, zum Supermarkt. Genau. Dafür sind sie gedacht, dass man mal an den Waldrand fährt oder mal halt einkaufen geht, zum Arzt fährt, also man ist mobil. Und die Senioren haben so einen Lebensmittelpunkt, wo sich dann bewegen zwischen 5 und 8 Kilometer, das passt ideal rein. Die Leute fahren aber nicht damit in den Laden rein, oder? Nein, darf nur machen, wenn die reduziert werden auf 6 km/h. Das will aber keiner, weil bis 6 km/h kommst du nirgendwo an. Das habe ich noch nie machen müssen. Aber hier im ländlichen Bereich, muss ich dabei sagen, sind die Menschen so tolerant. Wenn man sich auch dementsprechend benimmt, hat man keine Probleme. So, da hast du viel gelernt heute. Jetzt habe ich viel gelernt, ja, dass ich das eventuell in
50 Jahren auch mal brauche. Aber vielleicht schweben sie ja dann schon. Wer weiß, also es kann ja jederzeit passieren. Ihr habt sogar Leute, die deutlich unter 50 sind, die auch schon sowas fahren, weil eben das Schicksal einen Streich geschlagen hat. Also die Leute, die nicht mehr gehen können. Ich hatte mal einen Achillessehnenabriss. Nicht so witzig. Vakupetschuh, wenn nicht der Busfahrer denn an der Stelle rauslässt, der ganze Bus guckt und so weiter. Ja, das ist also für Leute, die gehbehindert sind, nicht so witzig. Richtig, da sage ich was Gutes, was ich jetzt noch ein bisschen ergänzen kann. Wir hatten vor kurzem eine Frau, der Junge ist 16 Jahre, der ist gehbehindert. Das heißt, der Junge fährt und die Mutter läuft immer nebenbei. Und die sagt, Ferraro, gibt es da irgendwas? Ich bin ja müde. Wir haben seit Neuestem den hier mit 2 Sitzen hintereinander zugelassen. Von diesem Modell können wir bestellen, dass wir 2 Sitze haben und dann kann die Mutter oder derjenige ruhig mitfahren. Und wir haben auch Ehepaar, die sind alle über 80 und die Frau möchte gerne mit, aber nebenher laufen geht nicht. Also wir können auch jetzt so ein Seniorenmobil bestellen und verkaufen mit 2 Sitzen mit 25 km/h. Lithium-Ionen. 25 dann. 25 km/h. Und Helmpflicht. Und Helm, ja. Oder der Gurt halt, wie gesagt. Also auch möglich. Da brauche ich aber wahrscheinlich einen Führerschein für Mofa-Führerschein. Ja, der Mofa für die Bescheinigung. Also was das Komische ist, wenn du mit so einem Ding erwischt wirst, ohne Führerschein oder diese Fahrerlaubnis, du bezahlst mehr Strafe beim Falschparken, als wenn sie damit erwischen. Es ist eine Ordnungswidrigkeit. Das ist paradox. Wenn du Mofa fährst Wenn du ohne... Mofa fährst ohne Fahrerlaubnis, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das ist billiger, als wenn du falsch parken musst. So, bitte nicht, macht es nicht. Ja, ist aber so. Wir fordern nicht auf, es so zu tun, aber wenn der Giovanni Ferraro es sagt, sei es mal dahin. Also macht den Führerschein, macht nicht, lasst euch nicht erwischen. Das ist, was ist gut. Ich habe kurz noch einen Bericht gelesen über den Rechtsanwalt. Ja, überholst du links und nötigste, ja, bezahlst einen Haufen Geld mit zu Recht. Ja, fahrst du rechts um Standstreifen, bezahlst 50 € Strafe. Du meinst eben, du überholst rechts. Ja, das ist, also der Strafkatalog ist enorm, man muss die Lücken kennen, also das ist Informationen, die man gibt. Deswegen es ist ja nur ein Fahrerlaubnis, es ist kein Führerschein, also es ist nur eine Erlaubnis. Also wenn jemand fährt ohne, sollte man nicht, um Gottes Willen, ne? Aber ich glaube, ein E-Bike fährt auch 25 Sachen ohne Führerschein, ja. Du hast einen Papa. Echt? Ja, man Dann muss geht er. alles aussprechen, wie es ist. Ja, dafür ist er bekannt. In der ganzen Family. Du bist ja angestellt, du bist der Sohn. Du hast ja schon gewusst, was du damit antust mit so einem Papa. Ja, auf jeden Fall. Kann sich ja die Eltern nicht aussuchen. Nee, das definitiv nicht. Aber ich kann mich auch nicht beschweren. Ich meine, das ist ja auch für mich jetzt persönlich eine Chance. Ich mache es freiwillig. Er hat mich nicht gezwungen. Ich bin ehrlich. Das glaube ich nicht. Aber ist egal. Alles mit Geld und viel Freizeit. Ja. Geld und viel Freizeit. Ihr habt zu mittwochs. Du hast einen ordentlichen Beruf gelernt. Was hast du gelernt? Elektroniker für Betriebstechnik bin ich. Elektroniker für Betriebstechnik. Du hast ja eine kleine Werkstatt gemacht. Der ganze Laden hat erst am Samstag aufgemacht. Was war Samstag? Der 5. oder was? Der 4. So, und jetzt haben wir Montag, der 6. Und da ist da eine kleine Werkstatt, die ist noch nicht so richtig eingeweiht worden. Ein paar Sachen hast du schon zugelegt, Elektrik hast du gemacht, hast selbst renoviert. Ja. Du bist hier an einem Ort Nähe Saarlouis. Wo ganz genau? Ich bin in Wattgassen. Ja. Und direkt an der Hauptstraße. Komm, wir gehen mal raus, da können wir uns das Ganze mal angucken. Man kennt ja den Wattgasser Kreisel, wenn man hier ein bisschen ortskundig ist und noch keine 200 Meter weiter. Gegenüber ist noch das Zweiradfachgeschäft Raber, den kennt man hier ja auch. Das sind hier 50 Meter. Genau. Im Prinzip bist du quasi gegenüber vom Raber. Richtig. Hier ist Stase, der verkauft Fahrräder, E-Bikes und so weiter. Genau. So, und das hier ist die Straße, hier ist richtig Verkehr. Ja. Und damit die Leute mal sehen, ihr habt samstags natürlich viel los. Da war jetzt Eröffnung, hast du ein paar verkauft? Ja, wir haben auch schon ein paar verkauft, 2, 3 Stück. Das war schon mal sehr erfolgreich für den ersten Tag, für den halben Tag vor allem. Und jetzt können wir nur hoffen, dass es dieses Jahr so weitergeht. So, ich wünsche dir alles Gute. Giovanni Ferraro und Fabio Ferraro, du bist 31 Jahre, korrekt? Genau, ja. Und ja, wenn ihr sowas mal kaufen wollt, seid ihr in der glücklichen Hand eines elektrisch versierten Manns. Tschüss. Richtig. Tschüss.